Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute gebe ich euch viele Beispiele über die wichtigsten Verben des Tagesablaufs. Letzten Monat fuhr ich mit dem Zug nach Berlin, um alte Freunde zu besuchen. Letzten Monat fuhr ich mit dem Zug nach Berlin, um alte Freunde zu besuchen. Letzte Woche kaufte ich mir ein neues Kleid für die Hochzeit meiner besten Freundin. Letzte Woche kaufte ich mir ein neues Kleid für die Hochzeit meiner besten Freundin. Jeden Morgen laufe ich im Park, um fit zu bleiben und den Kopf frei zu bekommen. Jeden Morgen laufe ich im Park, um fit zu bleiben und den Kopf frei zu bekommen. Jedes Wochenende gehe ich ins Schwimmbad, um zu schwimmen und mich zu entspannen. Jedes Wochenende gehe ich ins Schwimmbad, um zu schwimmen und mich zu entspannen. Zum Geburtstag habe ich von meinem Vater ein wunderschönes neues Auto erhalten. Zum Geburtstag habe ich von meinem Vater ein wunderschönes neues Auto erhalten. Nach einem langen Arbeitstag schlafe ich manchmal auf dem Sofa. Nach einem langen Arbeitstag schlafe ich manchmal auf dem Sofa. Für das Abendessen haben wir Pizza bestellt, da niemand Lust hatte zu kochen. Für das Abendessen haben wir Pizza bestellt, da niemand Lust hatte zu kochen. Bevor ich eine Entscheidung treffe, frage ich oft meine Familie um Rat, da ich ihre Meinung sehr schätze. Bevor ich eine Entscheidung treffe, frage ich oft meine Familie um Rat, da ich ihre Meinung sehr schätze. Am Wochenende spiele ich oft Fußball mit meinen Freunden. Am Wochenende spiele ich oft Fußball mit meinen Freunden. Jedes Mal, wenn ich etwas Zeit habe, koche ich gerne neue Rezepte. Jedes Mal, wenn ich etwas Zeit habe, koche ich gerne neue Rezepte. Um meine Sprachkenntnisse zu verbessern, lerne ich momentan Spanisch mit einer Online-App. Um meine Sprachkenntnisse zu verbessern, lerne ich momentan Spanisch mit einer Online-App. Nach monatelanger Arbeit konnte ich endlich mein Projekt beenden und es meinem Chef präsentieren. Nach monatelanger Arbeit konnte ich endlich mein Projekt beenden und es meinem Chef präsentieren. Während des Umzugs habe ich leider mein Lieblingsbuch verloren. Während des Umzugs habe ich leider mein Lieblingsbuch verloren. Meine Schwester hat beim letzten Marathon in unserer Stadt den ersten Platz gewonnen. Meine Schwester hat beim letzten Marathon in unserer Stadt den ersten Platz gewonnen. Jeden Morgen bringe ich meine Kinder zur Schule, bevor ich zur Arbeit gehe. Jeden Morgen bringe ich meine Kinder zur Schule, bevor ich zur Arbeit gehe. Meine Tante hat beschlossen, einige ihrer alten Möbel zu verkaufen, um Platz für Neues zu schaffen.
Meine Tante hat beschlossen, einige ihrer alten Möbel zu verkaufen, um Platz für Neues zu schaffen. Letztes Wochenende bin ich zum lokalen Markt gegangen, um frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Letztes Wochenende bin ich zum lokalen Markt gegangen, um frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Mein Arzt hat mir geraten, mehr Wasser zu trinken, und hat ein gutes Buch über Ernährung empfohlen. Mein Arzt hat mir geraten, mehr Wasser zu trinken, und hat ein gutes Buch über Ernährung empfohlen. Jeden Morgen gehe ich mit meinem Hund spazieren, egal bei welchem Wetter. Jeden Morgen gehe ich mit meinem Hund spazieren, egal bei welchem Wetter. Im Garten habe ich mich auf eine Bank gesetzt, um die Stille und die frische Luft zu genießen. Im Garten habe ich mich auf eine Bank gesetzt, um die Stille und die frische Luft zu genießen. Nach einem langen Arbeitstag liege ich gerne auf meinem Sofa und höre entspannende Musik. Nach einem langen Arbeitstag liege ich gerne auf meinem Sofa und höre entspannende Musik. Jeden Morgen steige ich um 7 Uhr in den Bus, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Jeden Morgen steige ich um 7 Uhr in den Bus, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Meine Schwester studiert Medizin und möchte später als Ärztin arbeiten. Meine Schwester studiert Medizin und möchte später als Ärztin arbeiten. Seit ich arbeite, spare ich jeden Monat einen kleinen Betrag für zukünftige Reisen. Seit ich arbeite, spare ich jeden Monat einen kleinen Betrag für zukünftige Reisen. Klaus trat Maria beim Tanzen immer wieder auf die Füße. Klaus trat Maria beim Tanzen immer wieder auf die Füße. Jeden Morgen mache ich leichte Übungen, um meinen Körper zu bewegen und fit zu bleiben. Jeden Morgen mache ich leichte Übungen, um meinen Körper zu bewegen und fit zu bleiben. Mein Onkel hat beschlossen, ein neues Haus im Dorf zu bauen, und ich freue mich schon darauf, es zu besichtigen. Mein Onkel hat beschlossen, ein neues Haus im Dorf zu bauen, und ich freue mich schon darauf, es zu besichtigen. Jeden Abend vor dem Schlafengehen lese ich ein Kapitel aus meinem aktuellen Buch. Jeden Abend vor dem Schlafengehen lese ich ein Kapitel aus meinem aktuellen Buch. Zum 50. Geburtstag meiner Mutter haben wir eine große Überraschungsparty gefeiert. Zum 50. Geburtstag meiner Mutter haben wir eine große Überraschungsparty gefeiert. Im Park warf ich einen Ball, während mein Hund versuchte, ihn zu fangen. Im Park warf ich einen Ball, während mein Hund versuchte, ihn zu fangen. Als ich sah, dass die alte Dame Schwierigkeiten hatte, die Straße zu überqueren, bin ich rübergegangen, um ihr zu helfen. Als ich sah, dass die alte Dame Schwierigkeiten hatte, die Straße zu überqueren, bin ich rübergegangen, um ihr zu helfen.
Für den Sommerurlaub haben wir ein kleines Ferienhaus am Meer gemietet. Für den Sommerurlaub haben wir ein kleines Ferienhaus am Meer gemietet. Beim Einkaufen vergleiche ich oft die Preise von verschiedenen Produkten, um das beste Angebot zu finden. Beim Einkaufen vergleiche ich oft die Preise von verschiedenen Produkten, um das beste Angebot zu finden. Im Kino haben wir so viel über den Film gelacht, dass uns am Ende die Bäuche wehtaten. Im Kino haben wir so viel über den Film gelacht, dass uns am Ende die Bäuche wehtaten. Bevor ich eine große Investition mache, lasse ich mich von einem Finanzexperten beraten. Bevor ich eine große Investition mache, lasse ich mich von einem Finanzexperten beraten. Der Taxifahrer verlangte 40 €, denn nachts muss man die doppelte Gebühr bezahlen. Der Taxifahrer verlangte 40 €, denn nachts muss man die doppelte Gebühr bezahlen. Meine Frau versucht, zuckerhaltige Lebensmittel zu vermeiden, um gesünder zu leben. Meine Frau versucht, zuckerhaltige Lebensmittel zu vermeiden, um gesünder zu leben. Bei einer Tasse Kaffee saß ich auf dem Balkon und genoss die Ruhe des Abends. Bei einer Tasse Kaffee saß ich auf dem Balkon und genoss die Ruhe des Abends. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.